Okay. I'm a TV director from Germany, and I want to start to talk about shoes. Not the regular shoe tick of a woman, but in a more universal way. So, here are the sneakers of my husband, and when I'm in his size 12, I realize that he needs much more space than I do, and that he sees the world from a 2 meters high perspective. So no wonder that he hangs the mirror in the bathroom so high that I cannot see myself. This boot I found near a refugee camp in Germany, and I wonder how many miles has the previous owner walked in these, how many countries has he crossed, how many difficulties has he mastered. Yeah, and slipping into the shoes of someone else and seeing the world from his perspective was the idea behind many TV programs for children that dealt with the subject of integration, and I'm going to introduce to you some of these today. The first one is called Dandelion, a very successful program since 37 years in Germany now, usually deals with scientific subjects. But last year, where our media was full with the refugee issue, they did a sequel on tolerance. And this is a 4 minutes rough cut out of this 25-minute program. Sound! Sorry, I cannot sing. Otherwise, I would have done it simultaneously. Okay, go again. Wow. Na, das klingt ja schon ganz, ja. Herr Klumpe, ein bisschen üben muss ich schon noch. Ja, Sie haben noch exakt 23 Stunden und 58 Minuten. Dann beginnt der Umzug unserer Bärstädter Weltmusiktage. Das passt. Ja, das passt, das ist wunderbar. Sich jetzt nur noch zu Ihrem Nachbarn, der wollte 15 Musiker aufnehmen. Moment mal, das können Sie sich sparen. Er hatte sich bereit erklärt, 15 Musiker aufzunehmen und fährt in Urlaub? Davon weiß ich nichts. Aber wenn es hilft, immer her damit. Ist ja aufregend. Also, ich habe Platz. Herr Fuchs, das widerspricht jeglichen Regeln. Wir brauchen Barrierefreiheit, abgetrennte Räume. Das Ganze hier ist ja auch noch beweglich. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wer Ihnen jemals eine Genehmigung dafür erteilt hat. Also ich weiß jedenfalls nicht. Aber wo bringe ich jetzt 15 Leute unter? Ah, schön. Meine Wohnung. Aber da gehen niemals 15 Leute rein. Und ich meine, das sind ja fremde Leute, die sprechen ja nicht mal meine Sprache. Aber Herr Klute, das ist doch aufregend und spannend. Vielleicht finden Sie das spannend. Ich finde das tendenziell eher beängstigend. Also wenn Sie wirklich nirgendwo hin können, dann könnten Sie ja eventuell ausnahmsweise zu uns. Hm? In Ihrem Bauwagen? Na klar. Herr Klute. Wer hätte das gedacht, dass wir mal gemeinsam umziehen? Herr Klute auf der Flucht sozusagen. Ja, nun, Flüchtlinge haben ja keine Wahl. Die müssen ja, wobei, eigentlich habe ich auch keine Wahl. War ja nur ein Spaß. Haben wir denn jetzt alles? Nun ja, oh, darf ich Ihnen vorstellen? Meine Gäste. Welcome to Bärstadt. Have a nice day. Das nenne ich mal eine super Gruppe. Ja, Fuchs, und Sie wohnen alle bei mir. Ja. Ich kann nichts dagegen tun, aber so viele fremde Menschen machen mir einfach Angst. Angst. Willkommen in der Steinzeit. Klar, Säbelzahntiger waren schneller und Mammuts stärker. Aber die frühen Menschen waren erfolgreicher.
weil sie zusammengehalten haben. Eine große Gemeinschaft, die sich kannte und vertraute. Das machte sie stark. Und auch die kleinsten Steinzeithopser spürten schon, wer so ist und spricht, dem kann ich vertrauen. Was natürlich auch bedeutet, wenn jemand anders aussieht oder klingt, ist er erst einmal mit Vorsicht zu genießen. Ein angeborener Alarm, der früher sicher nützlich war. Doch schon damals waren die Menschen ja nicht dumm. Sie lernten schnell, dass auch etwas, das einem fremd ist, von Nutzen sein kann. Man tauschte Dinge und auch sein Wissen. So hatten alle etwas davon. Herzlich willkommen im Bauwagen. Ja, fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Was treibt ihr denn da die ganze Zeit? In meinem Bauwagen. Ich habe da eine Idee. Wir spielen ein Spiel. Sie ziehen meine Schuhe an und ich ziehe Ihre Schuhe an. Sie sind ich und ich bin Sie. Und jetzt? Und jetzt bin ich Sie. Und ich Sie, oder wie? Ganz genau. Fühlt sich an, als wäre alles frei, locker, leicht. Oh nein, nichts ist leicht. Alles braucht seine Ordnung und seine Struktur. Jetzt wäre es Zeit, vielleicht noch einen zweiten Schluck Tee zu nehmen. Ich finde, Sie übertreiben etwas, Herr Fuchs, so bin ich doch gar nicht. Nein, ich finde, dass ich nicht übertreibe. Nun gut, dann übertreibe ich halt auch ein bisschen. Ja, es ist egal, wie spät es ist. Ich mache die Dinge, wenn sie mir gefallen. Na, sehr schön. Was wollten Sie immer schon tun? Ich wollte schon immer mal keine Angst vor Tieren haben. Okay. Another very successful educational program dealt with the subject of prejudice. And it's not a fictional program, but with a reporter. And I'm going to show you a 4 minutes rough cut of this 25 minutes. It's not with English subtitles, so I will translate simultaneously. Eric is the presenter of this program, and he explains the rule of this experiment. He asked the students of this class to pin statements next to photos on the blackboard. What attribution fits to which person? Such as, I always get super grades at school. Ihr schreibt nur Einser, sondern diese Person. Und dann könnt ihr dieses Kärtchen nehmen und einer Person zuordnen. So, what have you pinned here? Mit dem Goldkettchen. Ich wurde beim Clown erwischt, sitzen geblieben. Got caught stealing, stayed down a year in school, stayed down, got caught stealing. Sag mal, habt ihr euch wirklich nicht abgesprochen? Ganz ehrlich? Are you serious? Ja, okay. Warum glaubst du, klaut der? Why do you think he steals? Das sieht einfach schon so aus, dieser Morgenbart. I think he looks like that with his 3-day beard, with his baseball cap. He looks like he doesn't care. He thinks he's super cool. Warum meinst du, ist der schon mal sitzen geblieben? Why do you think he stayed down at school? He does not pay attention at school. He does not do his homework. Das ist aber schon sehr konkret, was du über diesen Jungen sagen kannst. Okay, cool. Zum nächsten Bild, die Nummer 7. Let's go to the next picture. Das ist auch relativ eindeutig. The boy with the glasses. Chess club, chess club, chess club. Super grades at school, super grades at school. Why do you think he gets super grades at school? Das ist ja eigentlich auch so ein Klischee. Ah, it's a cliché that the nerds wear Weil glasses. die schlauen Kinder immer so eine Brille tragen. Du findest, der sieht so aus wie ein Streber? Also der sieht halt auch He looks like he's behaving well, he's well educated. Could be he plays chess. Und dass er vielleicht dann auch so halt Schach spielen tut. Hier, das Mädchen mit Here, dem the girl with a Kopftuch, headscarf. da haben wir zum Beispiel I watch out for my siblings, I watch out for my siblings, watch out for my siblings, and very interesting, I never had a date. Zweimal, dreimal. Wer hatte denn diese Eigenschaft dahin gehängt? Man sieht ja auch durch das Kopf. With a headscarf, she looks like a Muslim, and some boys don't like that. Nicht so, wenn die jetzt so verschleiert sind. Ist es ja auch üblich, dass die The Muslim girls are not allowed to have a Das boyfriend. ist in der Religion, ne? Kann das so sein? Yeah, because of the religious traditions. bei den meisten. Okay, gehen wir zum nächsten. Let's move on to the next person, the punk girl. Sie hat
I have a band. I say what I think. She stayed down at school. Why do you think that? She does not look very disciplined. I think she does what she wants. She doesn't follow the rules. Stay down at school. Do you think that this would also attribute to the girl with a headscarf? Not really. Then the punk has nothing in common with a headscarf girl? No. Okay, I would like to introduce to you someone. Do you notice anything? We fooled you. Alexei is here, the smart guy, and the one with the 3 days beard. And Leonie is the punk girl and the one with a headscarf. Yes, we all make judgments from the outside. If we see certain characteristics as the punk style or the headscarf, we think we know who they really are. Und hier bei Alexi die dicke Brille oder Kappe und 3-Tage-Bart, dann glauben wir zu wissen, wie diese Person ist. Okay. In the next in the next session, we have a documentary series where young refugees meet with teenagers from Berlin for a period of 3 months. And we provided a room where they could meet and some activities. And it was a really interesting process to watch them, how they grew together. They showed each other their homes, their families. They started to have discussions on things every teenager talks about. Then they talked about home and flight and tolerance. Very interesting discussions. And the thing that really let them melt together was the fun side. And in the 8th sequel, they even produced a music video together. Unfortunately, I cannot show you any video because of the video and music rights. So we slip to the next one. This is a documentary on a group of friends that has known each other since early childhood. And they are now university students. And I think this is a really great example of how integration works on a natural basis. I will show you a 5-minute trailer out of this 30 minutes documentary that I've done myself. And here again, no subtitles. I translate. Praia da Marinha in Portugal. Nico und seine Freunde sind fast are almost there. Hürden und Hindernisse Many obstacles they had to pass on their way. Natürlich hat es, wenn man einen Freund hat, der im Rollstuhl sitzt. Of course, it is not always easy when your friend is in a wheelchair. Oder man muss einfach lernen, but you learn to plan things differently. The young men have known each other since childhood, and this journey is one of the highlights in their long friendship. Through Nico's physical decay, he more and more became the head of our group, and we became his replacement bodies, his hands and his feet. Nico is the center of a very amazing group of friends. My friends play a very important role in my life. Without them, I could not have done half of the things I did. They help me physically as well as mentally. Wie kam es zu dieser Reise? What's the story of this journey? What's the story of this friendship? Ein halbes Jahr zuvor. Half a year earlier. Tanga oder normale? What underwear, man? String tanga or regular? You still have your penguin tanga? Bei Nico zu Hause. Robin has the early shift. All you need is love. Dun, 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 dun. All you need is love. Und weg ist das Herz, Nico. Ein Herz für Nico. A heart for Nico.
Habt ein Herz für ihn. Project Problem Child. Nico hat Muskeldystrophie Duchenne. Nico has Eine muscle Krankheit, disease bei der sich Duchenne. nach und His nach die muscles are Muskeln being abbauen. destroyed. Die Most meisten of his seiner Betreuer carers sind are his langjährige friends, Freunde. and Robin Und Robin is one of gehört his zu best den pals. ziemlich besten. Würze. Ja. Ist dein Ohr eine erogene Your Zone? ear is an erogenous zone? Bei mir No, my other erogenous zones work quite well. Schichtwechsel. Shift Max change. hat Spätdienst. Max has the late shift. Ja, immer für Nico Nummer. Nico braucht Betreuung Nico rund needs um die caring Uhr. round the clock. Außer seinem Kopf kann er fast Except nichts mehr for his bewegen. head, he cannot Dass move er at sich all. oft über die Lippen fährt That he und licks dass his seine lips Stimme is a manchmal schwer consequence zu of his verstehen illness. ist, alles Folgen der Krankheit. Max und Max Robin and gehören Robin zu are Nikos his oldest ältesten friends. Freunden. They know Sie each kennen other sich since seit dem kindergarten. Kindergarten. And since then the boys have spent a Seitdem lot of haben die time Jungs together. viel Zeit zusammen verbracht und viel erlebt. Wenn ich heute so zurückblicke When I auch auf think unsere back, Vergangenheit, the more war es Nico schon has lost so, his physical skills, je mehr the Nico more nicht we mehr did for konnte, him. umso mehr mussten wir für ihn ausführen. Genauso wie ich den Nico in manchen When Situationen I have problems, I gebraucht talk to habe, Nico, wenn's mir and mal so schlecht it works geht, the wir other haben way geredet around. We irgendwie. help him, and when he needs waren it, die and halt the sein other way verlängerter around. Arm oder seine Arme und Beine, wenn er das mal gerade brauchte. Wir wissen, wie mit dem We know how to interact. My disability does not play a big role. Vor 25 Jahren ahnte keiner was von der 25 years ago, zerstörenden nobody was Erbkrankheit. thinking about a Nico war ein destroying illness. Wolleproppen und Nico was a entwickelte bundle of sich joy, absolut and he normal. developed normally. Gibt der Mama das Händchen? Ja. Ja, komm. Ja, komm. With 2.5, Mit 2,5 kam he schließlich got the die Diagnose. diagnosis Muscle Nico hat Dystrophy Duchenne. Muskeldystrophie Duchenne. Da ist für mich His irgendwie mother. die Welt zusammengebrochen. Ja? The Das world ist came ganz- down on me. Ich hatte nur gelesen, I had er read stirbt that ganz he would früh. Also es die war mir very immer im early. Kopf, der stirbt bald. Wir haben uns irgendwann geschworen, es soll His so normal father- wie möglich aufwachsen. We promised each other that he should in der grow up as normal as Sondereinrichtung, im possible, not in a Sonderkindergarten, care center for sondern mit disabled people, but with the Kindern eben kids aus from dem the Viertel. blocks. Dafür haben die Eltern hart gekämpft. For Ein this, his Platz in parents einer have fought really integrativen hard. Schule. A place in Damals an war das integrated noch eine school at this Seltenheit. time was pretty rare. Und hier zeigt sich, Nico ist ein schlauer Kopf, der seine Freunde And beim here it Lernen shows mitziehen. Nico is a smart boy who can help his friends to get on in school. Auch außerhalb der Schule verbringen Also die in their Freunde spare viel time, Zeit the miteinander. kids do a lot of Bis things er 8 together. ist, spielt Nico, Until the jetzt age of meistens 8, im he Rollstuhl, noch fast participates in überall all the mit. games, now mostly in his wheelchair. Nikos Behinderung Nico's disability Für is die not an Freunde obstacle kein for his Hindernis. friends. Ich wäre nicht der Mensch, der ich wäre ohne Inklusion. Und ich denke, dass alle Leute besser mit Behinderten umgehen könnten, wenn sie das von Anfang an kennen würden. Eigentlich hätte ich bisher ein ziemlich schönes Leben, trotz der Krankheit. Natürlich ist nicht alles gut, aber im Rahmen der Möglichkeit habe ich, glaube ich, fast alles ausgeschöpft. Trotz großer Einschränkungen ein schönes Leben. Durch wirklich gute Freunde, durch große Ziele und durch die Gabe, immer das Positive im Leben zu sehen. Well, thank you very much for your attention. And this shoe thing is very old, goes back to an Indian prayer. Great Spirit, help me never to judge another until I have walked in his moccasins for half a moon. I think this is a really good idea. Thank you.